Hallo Leute, Halloween rückt ja so langsam näher und deswegen habe ich mir überlegt, es wäre irgendwie überaus witzig, wenn ich meine persönliche Skincare-Routine des Grauens zusammenstellen würde. Ich würde mal mit der Reinigung starten und das Schlimmste, das ich mir für meine empfindliche sowie allergische Haut vorstellen kann, ist ein Stück Seife. Es gab mal tatsächlich eine Zeit, in der ich Seife regelmäßig verwendet habe zur Reinigung meines Gesichts und in dieser Zeit hatte ich auch tatsächlich arge Probleme mit meiner Haut. Ich hatte mit Entzündungen zu kämpfen, mit Rötungen zu kämpfen und dachte einfach damals, es wäre eine gute Idee, ein möglichst harsches Reinigungsprodukt zu verwenden, um das Ganze loszuwerden. Das macht natürlich absolut keinen Sinn, aber heute und auch jetzt seit längerer Zeit weiß ich natürlich, dass Seife keine gute Wahl ist, um die Haut zu reinigen, weil sie einfach in wässriger Lösung alkalisch reagiert. Unsere Haut ist tendenziell sauer, das heißt, das passt schon mal nicht. Und die Seifentenside sind auch nicht sonderlich haut-, aber auch augenfreundlich. Das heißt, wenn euch da von dem Zeug irgendwas in die Augen gelangt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es brennt. Und deswegen kommt Seife bei mir definitiv auf Platz 1, was mögliche Reinigungsprodukte des Grauens angeht. Und da nehme ich hier einfach mal stellvertretend die Balea Sensitive Cremeseife, weil die irgendwie ganz nett klingt. Auf sowas wäre ich früher nämlich auch reingefallen. Wenn irgendwo Sensitive draufsteht, dachte ich nämlich früher auch, okay, dann wird es wohl auch für empfindliche Haut geeignet sein. Aber Seife ist einfach nicht wirklich sanft. Und in diesem Sensitive Seifenstück sind auch noch deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten. Das heißt, die allergische Reaktion würde nicht lange auf sich warten lassen. Toner habe ich früher auch sehr, sehr gerne verwendet, um meine Pickel wegzubrennen und habe mich immer gefreut, wenn sie besonders reizend zu meiner Haut waren. Heute weiß ich natürlich, dass sich das gegenteilig auf die Hautbarriere auswirken kann und dass das natürlich auch vermehrt Entzündungen fördert und dass es natürlich auch dadurch zu einem verstärkten Feuchtigkeitsverlust der Haut kommt. Das sind eigentlich alles so Sachen, die ich verhindern möchte und deswegen ist mir heutzutage auf jeden Fall eine milde, sanfte Hautpflegeroutine super, super wichtig. Aber dieser Toner von Alverde, und zwar ist es das Clear Gesichtstonic, ich glaube, der sah früher anders aus. Da ist Heilerde drin und ich weiß noch, dass ich den früher sehr, sehr oft benutzt habe und so gar nicht damit klargekommen bin. Also es hat irgendwie eher alles schlimmer gemacht, anstatt es besser zu machen. Ich dachte erst, das muss so sein, bis ich dann einfach irgendwann gecheckt habe, nee, setz mal das Produkt lieber ab. Es ist keine gute Idee, das zu verwenden, denn dieser Toner besteht zu einem großen Teil aus Alkohol und es sind auch noch deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten. Das heißt, wenn ich das auftragen würde, würde ich mit einer allergischen Reaktion gesegnet werden. Und das wäre definitiv der absolute Obergau. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass ich mein Gesicht regelmäßig mit diesem Seifenstück reinigen würde, meine Hautbarriere damit strapazieren würde und dann darüber noch diesen alkohollastigen und duftstofflastigen Toner auftragen würde. Was Serien betrifft, könnte ich hier so einige Produkte in meine Grusel-Skincare-Routine reinpacken, aber ich denke, ich nehme die Ordinary Niacinamid Serum und das liegt unter anderem daran, dass das ein Produkt ist, was nach wie vor extrem gehypt wird. Sei es auf TikTok, auf Instagram oder auf YouTube. Der Hype lässt einfach nicht nach. Natürlich muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass vor allem heutzutage etliche Hypes PR generiert sind oder durch nicht gekennzeichnete Kooperationen entstehen. Aber das ist einfach so ein Produkt, das ich persönlich überhaupt nicht vertragen habe und bei dem ich auch keinen positiven Effekt gesehen habe. Und ich finde, das ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, nur noch mal so einen Reminder rauszuhauen, dass egal ob ein Produkt gehypt wird oder viele Leute mit einem Produkt klarkommen, das heißt nicht, dass alle gleichermaßen gut mit dem Produkt zurechtkommen werden und nur weil man selber nicht damit zurechtkommt, heißt es nicht, dass man irgendwie ein Alien ist oder so. Es gibt einfach nicht das
eine perfekte Produkt, das zu jedem Hauttyp, jedem Hautzustand passt und das natürlich sich auch mit all unseren individuellen Bedürfnissen deckt. Das ist schlichtweg unmöglich und das war bei mir und dem The Ordinary Niacinamid Serum so. Das war für meine Haut too much. Selbst als Booster konnte ich es nicht verwenden. Kommen wir zu Moisturizern und da muss ich mal schauen, ob es diese eine Creme noch gibt, die ich wirklich als Creme des Grauens bezeichnen würde, weil ich so schlechte Erfahrungen damit gemacht habe und die auch meiner Meinung nach nicht das ist, was sie vorgibt zu sein. Und zwar ist das die Kneipp Tagescreme Spezialpflege Mandelblüten Hautzart, die explizit für trockene und sensible Haut beworben wird. Und ich finde, dass eine allergische Haut auch eine sensible Haut ist und dass wenn Produkte speziell für empfindliche Haut entwickelt werden, dass man ja wenigstens potenzielle Allergene rausschmeißen kann oder nicht in ein Produkt mit reinmacht, beziehungsweise potenziell reizende Substanzen nicht in das Produkt reinpackt. Aber da der Begriff sensitiv und für empfindliche Haut nach wie vor nicht geschützt ist oder in irgendeiner Form reguliert ist, können die Marken das natürlich so handhaben, wie sie möchten. Und diese Creme, die strotzt leider nur so vor Allergenen. Hier sind einige ätherische Öle enthalten, wie zum Beispiel Zitrusöle und natürlich auch deklarationspflichtige Duftstoffe. Das heißt, wenn ich diese Creme auftragen würde, dann hätte ich nach spätestens 48 Stunden einen ganz fies juckenden Ausschlag mit Pusteln und allem drum und dran. Von daher für mich absolut unverständlich, dass dieses Produkt für empfindliche bzw. sensible Haut vermarktet wird. Ich meine, klar kann man auf alles Mögliche reagieren, aber die Duftstoffallergie ist eine der häufigsten Kontaktallergien und Duftstoffe sind sehr häufige Kontaktallergene. Das heißt, man könnte einfach als Marke das Ganze in die Entwicklung und Herstellung von Hautpflege einbeziehen und wenigstens diese häufigsten Allergene nicht in die eigene Hautpflege reinpacken, die für empfindliche Haut beworben wird. Soll ich vielleicht noch ein Peeling mit reinnehmen? Ich denke, das wäre eine gute Idee, denn heutzutage benutze ich wirklich kaum Peelings und wenn dann nur ganz spezielle und nur ganz gezielt und nicht jeden Tag und auch nicht alle 2 oder 3 Tage, sondern wirklich im Wechsel und wenn ich merke, dass es meiner Haut gut genug geht, ein Peeling zu verwenden. Und wenn ich ein Peeling benutze, dann tatsächlich am allerliebsten eins mit Gluconolacton, weil Gluconolacton super sanft ist und sogar bei extrem empfindlicher Haut gut geeignet ist. Das werde ich natürlich jetzt nicht in meine Skincare-Routine des Grauens mit reinpacken, sondern das allseits und nach wie vor extrem beliebte chemische Peeling von The Ordinary, dieses blutrote Peeling. Das habe ich tatsächlich auch mal eine Weile benutzt und mir meine komplette Hautbarriere damit zerstört. Und wenn ich sage zerstört, dann meine ich das auch so, weil das einfach für meine Haut viel zu intensiv, viel zu krass war und ich hatte einfach danach jedes Mal so ein hart gerötetes Gesicht und so krass gereizte Haut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen würde ich dieses Peeling niemals wieder nachkaufen, niemals wieder benutzen und ja, wenn ich das jetzt verwenden würde, vor allem zusammen mit den anderen Produkten, die ich in meine Skincare-Routine des Grauens gepackt habe, alter Schwede, ich sage euch, meine Haut, die würde einfach nur komplett ausrasten und ich müsste dann wahrscheinlich zu meiner Hautärztin gehen, um mir irgendwas verschreiben zu lassen. Um das Ganze noch ein bisschen grauenerregender zu gestalten und dieses Video abzuschließen, werde ich mir natürlich keinen Sonnenschutz in meiner Grusel Skincare Routine gönnen. Denn was gibt es Besseres, als eine viel zu harsche Reinigung zu benutzen, Produkte aufzutragen, die Allergene enthalten, auf die man allergisch reagiert und auch noch regelmäßig auf ein viel zu intensives chemisches Peeling zurückzugreifen und dann noch on top keinen UV-Schutz zu verwenden. Also ich persönlich kann mir nichts Schlimmeres für meine super empfindliche
und allergische Haut vorstellen. Von daher gibt es in meiner Grusel-Skincare-Routine keinen Platz für UV-Schutz. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie eure persönliche Horror-Skincare-Routine aussehen würde. Da bin ich natürlich auch sehr dran interessiert. Und wenn euch dieses Video Spaß gemacht hat, dann würde ich mich natürlich auch riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ein Abo, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!